am ersten Sonntag im Monat. Und ich gehe jetzt shoppen. La, und jetzt nochmal, sorry. Oder kommt er? Das ist ein Bus, der fährt vorbei. Nochmal. Ciao, ich bin Annette von der Deutschen Römerin und in diesem Video gebe ich euch die 10 besten Tipps für euren Romurlaub. Wann sollst du nach Rom kommen? Am entspanntesten in Rom ist es natürlich in der Nebensaison zwischen November und vor Ostern. In den Sommermonaten, da ist es natürlich sehr heiß. Richtig voll wird es in Rom. Eben an Ostern, zu Pfingsten, im Mai, im Oktober und an Silvester. Ja, und wie lange sollte man jetzt für den Rom-Urlaub einplanen? Am besten immer nur eine Sehenswürdigkeit am Tag buchen. So habt ihr genug Zeit, die Stadt in vollen Zügen zu genießen. Optimal sind 5 bis 7 Reisetage. Die kommen hier vom Flughafen in die Stadt. Am Flughafen ist alles super ausgeschildert. Ihr habt mehrere Optionen, in die Innenstadt zu gelangen. Wo sollte man in Rom die Unterkunft suchen? Also meine absolute Empfehlung ist auf jeden Fall, mitten im Stadtzentrum zu wohnen. So könnt ihr den Flair der Stadt genießen. Alle Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß zu erreichen und ihr habt 100% Rom. Welche Tickets solltet ihr unbedingt schon zu Hause online vorbuchen? Die Eintrittskarten für die Museen werden 60 Tage im Voraus freigeschalten. Eintrittskarten für das Kolosseum werden momentan 30 Tage im Voraus freigeschalten. Für den Petersdom kann man keine Eintrittskarten kaufen. Jeder muss anstehen aufgrund der Sicherheitschecks. Die können in der Hochsaison schon mal sehr lang werden. Im Tipp versucht es zeitlich morgens bis Maximum 9 Uhr gegen die Mittagszeit oder kurz bevor der Petersdom schließt. Links im Petersdom geht's zur Kuppel und die Tickets kann man nur hier vor Ort kaufen, nirgendwo vorab online. So, ihr Lieben, und jetzt kommt der Moment der Momente. Schauen wir, ob sich das gelohnt hat. Würdet ihr die Kuppel besuchen oder habt ihr Höhen- oder Platzangst? Schreibt es in die Kommentare. Tickets für die Oster-, Weihnachtsmesse oder auch die Papstaudienz müsst ihr vorbestellen oder könnt ihr euch vor Ort abholen. Das Angelusgebet am Sonntag vom Papst wird hier oben von den Fenstern gesprochen und da könnt ihr einfach nur auf den Platz kommen. Also direkt rechts neben dem Petersdom oder beim Ausgang vom Petersdom könnt ihr bei der Schweizer Garde auch euch direkt die Tickets für die Audienz abholen. Die Eintrittskarten sind kostenlos. Tickets für Papstmessen oder auch die Papstaudienz könnt ihr auch hier im Pilgerzentrum bei der Engelsburg abholen.
Und hier kommen ein paar extra Tipps von mir für euch. Verlauft euch auch mal oder schaut mal in die Innenhöfe, da könnt ihr nämlich Tolles entdecken. Ja, manchen ist gar nicht bewusst, dass Rom tatsächlich am Meer liegt. Und ich finde, selbst wenn es mal ein halber Tag ist, so ein bisschen Strand, ja, why not? Ist dann immer so ein bisschen wie Meerurlaub noch. Sonntags haben in Rom Einkaufszentren, Geschäfte und auch Supermärkte geöffnet. Am ersten Sonntag im Monat sind sehr viele Museen frei, zum Beispiel das Kolosseum, die Engelsburg oder auch das wunderschöne Ostia Antica. Die Vatikanischen Museen haben sonntags geschlossen bis auf den letzten Sonntag im Monat. Da ist freier Eintritt, aber ihr solltet viel Zeit und Geduld mitbringen. Wusstet ihr, dass Rom eine der grünsten Städte Europas ist? Na, da empfiehlt sich doch auch ein schöner Spaziergang durch die tollen Parks. Probiert unbedingt das römische Streetfood auf den zahlreichen Märkten. Was ihr bei Gelato beachten solltet, das zeige ich euch jetzt. Auf den ersten Blick scheint das eine richtig tolle Gelateria zu sein. Viele Sorten, lecker angerichtet, aber das getürmte Eis ist kein gutes Qualitätsmerkmal. Diese Eisdiele ist schon ein Ticken besser. Das Eis wird gekühlt, ist aber nicht getürmt. Das beste Eis ist unter der Haube stetig gekühlt. Qualitätsunterschied geschmeckt. Sehr lecker. Restaurants, die sich auf den Hauptplätzen befinden, wo die Sehenswürdigkeiten sind, sollte man vermeiden. Touristenfallen erkennt ihr natürlich in erster Linie am Touristenmenü. Um Überraschungen zu vermeiden, schaut euch immer genau die Speisekarte an. Und die besten Pizzerien findet ihr immer in den Nebengassen und die sind eigentlich ganz simpel. Wir gehen jetzt zu Dar Poeta. Buongiorno, un biglietto per la metro, per favore. Tickets können in den Tabakläden gekauft werden. Oftmals gibt es nur noch aufladbare Fahrkarten. Diese könnt ihr für 24, 48 oder 72 Stunden oder einen ganzen Monat kaufen. Tickets könnt ihr auch in den Maschinen bei den Stationen kaufen. Achtung, nicht alle nehmen Bargeld. Bei den meisten kann man nur mit Karte zahlen. Um lange Wartezeiten an den Bushaltestellen zu vermeiden, empfehle ich euch die App Movit, die euch sagt, wann der Bus denn kommen sollte. So, da hinten kommt mein Bus. Ticket habe ich bereit. Wichtig, wenn ihr in die Busse einsteigt, achtet immer auf eure Wertsachen. Ich empfehle auch nicht, die Ausweise mitzunehmen. Es reicht eine Ausweiskopie, auch gerne auch auf dem Handy. Diese Tickets sind eigentlich 100 Minuten wert. Ich kann jetzt aber nicht mehr an der Maschine sehen, wie lang, wann ich die entwertet habe. Und der 10. und wichtigste Tipp: werft unbedingt eine Münze in den Trevi-Brunnen, denn dann kommt ihr zurück in die Stadt, denn Rom hat noch so viel mehr zu bieten. Wenn euch die Rom-Tipps gefallen haben, dann natürlich alle in die ewige Stadt kommen, Aperol trinken, Video liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal.
Ihr möchtet gerne noch mehr Infos über die ewige Stadt, dann stöbert mal in unserem YouTube-Kanal weiter rum. Da gibt es viele Videos zu den einzelnen Themen. Oder schaut mal auf unserem Blog auf der Webseite www.deutsche-römerin.com. Wollt ihr die Gruppe besteigen? Ja. Oder habt ihr Höhenangst oder Ausdauerprobleme wie ich? Ja, schreibt es mir in den Kommentaren.